Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, heute soll es um Differentiale gehen, die Aufgaben eines Differentials und wie wir das Fahrverhalten des Fahrzeugs mit verschiedenen Silikonölen unterstützen oder verändern können. Die Aufgabe ist eigentlich für Kurvenfahrten gedacht. Wenn wir jetzt eine Kurve fahren, hat das kurvenäußere Rad eine längere Strecke wie das kurveninnere Rad. Und dadurch entstehen Drehzahlunterschiede, die das Differential da ausgleicht. Wenn sich jetzt beide Räder gleich drehen, haben wir irgendwo einen Schlupf. Das heißt, ein Rad wird durchdrehen, beziehungsweise das andere Rad würde gebremst werden. Und somit werden wir auf einem Rad dann halt Verluste haben vom Grip her. Und damit wird das Auto ja nervös, würde schieben. Ja, gerade im hinteren Bereich würde es halt anfangen, ja, zu driften. Es würde nach außen schieben, schon allein durch die Fliehkraft, die auf das Fahrzeug wirkt, würde es anfangen zu driften und damit hätten wir keine einfache Kurvenfahrt mehr. Hierbei müssen wir auch unterscheiden zwischen On-Road und Off-Road, da im On-Road-Bereich ja beide Räder auf dem gleichen Boden sind und somit möglichst gleichen Widerstand, gleichen Grip-Verhältnisse haben. Da ist das natürlich relevanter wie bei so einem Offroader, denn wenn wir jetzt zum Beispiel mit einer Seite auf einer Wiese fahren und der anderen Seite auf einem Schotter, dann wird die Schotterseite natürlich weniger Grip aufbauen und das würde das wieder ausgleichen, was das Differential macht. So, das wären die Anforderungen für das vordere und das hintere Differential. Wir haben allerdings in den meisten Fällen noch ein Mitteldifferential. Das Mitteldifferential, ja, kann man sich beim On-Roader eigentlich schon fast sparen. Da würde das so funktionieren. Da brauchen wir diesen Mittelausgleich nicht wirklich. Im Offroad-Bereich, ja, macht es Sinn, zumindest wenn man anfängt zu springen. Also wenn man anfängt zu springen, landet man ja natürlich nicht immer auf allen 4 Rädern. Damit wird jetzt, wenn zum Beispiel die hinteren Räder als erstes ankommen, die im Landemoment abgebremst bzw. beschleunigt. Dadurch wird eine Kraft ausgeübt, die dann bei einer starren Verbindung direkt auf das andere, ja, auf das andere Differential übertragen wird. Da würde natürlich eins, je nachdem wie man landet, von den Differentialen dabei kaputt gehen. Die Kraft ist in dem Moment halt größer, da sie schlagartig kommt. Das kennt man im Kfz-Bereich zum Beispiel. Ja, kenne ich das persönlich. Ja, beim Schlagschrauber, da wird die Kraft auch durch einen Schlagmoment erzeugt und dadurch ist sie halt größer. Damit wären wir bei den Möglichkeiten, wie wir das Fahrverhalten des Fahrzeugs beeinflussen können. In der Regel ist diese Wahl hier halt so ein typisches Becher-Setup, sage ich mal. Wir haben 100.000 in der Mitte, 50.000 vorne und 20.000 bis 30.000 hinten. Somit haben wir vorne stärker gesperrt wie hinten. Das heißt, von jetzt rechts nach links gesehen sind die Räder vorne mehr gesperrt und somit bauen die einen gleichmäßigen Grip auf, von rechts nach links. In der Regel funktioniert das ganz gut, da die Räder dann vorne mehr Grip aufbauen wie hinten und somit das Fahrzeug gezogen wird. Wenn wir jetzt die Wahl andersrum hätten und hinten mehr gesperrt hätten, dann würde das Auto anfangen zu schieben. Das heißt, er würde mehr übersteuern, das Heck würde mehr ausbrechen. Ja, wir können das so einstellen, je nach Lust und Laune, wie man es halt lieber hat, indem wir mehr
ein schiebendes Auto wollen oder mehr ein ziehendes Auto. Dementsprechend immer den Wert dann halt erhöhen. Wenn wir jetzt lieber fahren mit einem, ja, Anführungszeichen driftendes Auto, dann würde ich hinten ein dickeres Öl nehmen und vorne ein dünneres Öl. Dann hätten wir ein Übersteuern, das Heck würde mehr ausbrechen. Und ja, manch einer mag es da lieber so. Ist halt Geschmackssache, ist halt auch vom Fahrer zu Fahrer unterschiedlich. In der Mitte würde ich schon 100.000 empfehlen. Man kann natürlich auch hier höher gehen mit den Zahlen. Das heißt 150, 200.000. Dann ist es natürlich mehr gesperrt und er wird stabiler zum Beispiel bei Wheelies sein. Wenn wir hier weniger Sperren mit den Werten runtergehen, wenn wir hier jetzt zum Beispiel einen 20.000er, 10.000er drin hätten, dann würde er in den Wheelie gehen und würde nach einer Weile wieder runterkommen, da die Kraft über die Vorderräder dann verpuffen würden durchs Durchdrehen. Noch eine Sache zu den verschiedenen Silikonölen. Ich habe hier jetzt alle mit CPS-Angaben drin. Da gibt es aber auch Unterschiede. Manche verwenden andere Begriffe. Da müsste man mal in einer Liste gucken, was welchen Wert entspricht. Also in der Regel ist es immer die CPS-Angabe, das was die meisten Hersteller so verwenden, aber da gibt es noch andere. Ich schaue mal, wenn ich eine Liste finde, dann blende ich die hier jetzt ein und dann könnt ihr da die verschiedenen Werte entnehmen. Ja, und somit sind wir dann auch halt am Ende dieses Videos. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Ja, bis demnächst in der RC-Werkstatt.